Und in diesem Video geht es um Kulturunterschiede zwischen Deutschen und Norwegern. Punkt Nummer 6. Und das ist die Mode. Wer hat nicht schon von der weltweit bekannten norwegischen Mode gehört? Also Mode ist hier einfach unwichtig, nicht existent. Die Leute, die tragen teilweise Sachen, einfach nur, Hauptsache es ist irgendwie bequem und bequem. Der Rest, und es passt irgendwie zum Wetter. Und der Rest ist einfach mal völlig egal, ob das Material zueinander passt, ob die Farben zueinander passen, ob der Stil zueinander passt. Ich weiß nicht, ob die das nicht wahrnehmen, aber hier wird einfach teilweise einfach alles irgendwie so ganz komisch zusammengemischt und auch nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, das ist jetzt irgendwie schon wieder eine Mode, weil ich meine, es gibt ja auch so Moden, die sind eine Mode und die erkennt man nicht sofort als Mode, weil es einfach hässlich ist. Aber so ist das hier nicht, weil jeder zieht sich einfach irgendwie anders an. Ich kann da irgendwie keinen roten Faden erkennen, dass man sagt, so das ist jetzt deren Mode. Nee, jeder zieht einfach hier irgendwas an. Natürlich gibt's auch Leute in Bergen, wenn man da reinfährt, die ziehen sich dann auch ein bisschen netter und schick an. Aber es gibt hier einfach trotzdem auffällig viele Menschen, die einfach irgendwas anziehen. Und ich lasse mich davon auch manchmal ein bisschen anstecken und ziehe dann einfach irgendwas an und gehe dann einkaufen. Will ich eigentlich nicht, aber ich meine, wenn es hier einfach keinen interessiert, was man anhat, dann hat man auch irgendwie nicht die Motivation, dann morgens irgendwie sich rauszusuchen, was passt denn zueinander und womit sehe ich schick aus, weil das ist ja einfach völlig egal. Ich meine, am Anfang habe ich nur gedacht, so, was haben die Leute hier an? Vor allem die jungen Mädchen. Als ich in dem Alter war, dass ich noch zur Schule gegangen bin, so ein Abitur gemacht habe, da habe ich jeden Tag mir extrem viele Gedanken gemacht, was ich anziehe. Ich habe für die ganze Woche schon vorausgeplant, was ich anziehen soll, weil ich irgendwie auch cool wirken wollte und so. Und das tun die hier nicht. Ne? Das ist hier irgendwie voll egal. Die jungen Leute, was die anhaben. Ist denen völlig egal. Scheint so zumindest. Und wenn es ein bisschen warm wird, dann wird es extrem kurz bei den Mädchen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Die ziehen halt schon bei 12 Grad morgens, ne? Ziehen die schon kurze Ärmel an und kurze Röckchen. Das reicht schon. Aber ich wollte sagen, das ist auch irgendwie, habe ich mich daran gewöhnt und mittlerweile finde ich es halt echt cool und auch ein bisschen beeindruckend, weil das zeigt auch, dass es einfach, dass es hier auf andere Werte ankommt. Ne? Weil ich meine, ganz ehrlich, was ist Mode? Mode ist eigentlich etwas, das ist zum Glücklichsein und fürs Leben ist es eigentlich komplett überflüssig. Ne? Das ist nicht das, worauf es ankommt. Das ist auch nicht das, was glücklich macht. Natürlich, ich mag es auch gerne, mich mal rauszuputzen. Ich gehe auch gerne mal schick essen und sieht dann schön aus und dann fühle ich mich auch gut. Aber diesen Druck zu haben, jeden Tag sich irgendwie schön zu machen und sich nach außen zu präsentieren und zu zeigen, guckt mal, so bin ich, so sehe ich aus und ich bin schick rausgeputzt. Das ist doch auch irgendwo, ist das auch irgendwie so ein Druck, den man sich aufbaut. Und wenn man den dann nicht hat, dann kann einen das echt entspannt machen. Das ist echt ganz cool. Also, wenn man das erstmal akzeptiert hat, wenn man so ein modebewusster Mensch ist und das dann einfach so aus dem Leben so rausfällt, dann ist das auch irgendwo befreiend. Ja, kann man so sagen. Punkt Nummer 7 ist die Bescheidenheit der Norweger. Ich würde sagen, auch der Deutsche ist im Vergleich zu vielen anderen Kulturen eher bescheiden. Ne? Wenn man das jetzt zum Beispiel mit Russen vergleicht oder mit Chinesen, die ihren Reichtum ja auch gerne zur Schau stellen, ist der Deutsche schon recht bescheiden, aber der Norweger, der setzt dem Ganzen noch so ein i-Tüpfelchen auf. Man sieht den Leuten hier, wenn sie reich sind oder wenn sie etwas erreicht haben, man sieht es ihnen absolut nicht an. Die können wirklich in der letzten kleinen Abriss-Holzhütte wohnen und einfach die Millionen auf dem Konto haben und dann dafür ein Boot haben, was irgendwie
1 Million Euro kostet. Insgesamt sind auch Häuser hier gar nicht so wichtig. Die Boote sind viel wichtiger. Oder Autos. Kann auch sein, dass die wirklich in einer letzten Abwrackhütte wohnen und dann machen die Garage auf und dann stehen da einfach mal ein Porsche und ein BMW und ein Oldtimer drin. Auch die Mentalität der Norweger ist, dass alle Menschen gleich sind, egal ob reich oder arm oder ob gebildet oder ungebildet. Alle Menschen haben den gleichen Wert. Und das ist etwas, das spürt man, das ist nicht einfach nur so dahergesagt, sondern das spürt man wirklich am Verhalten. Ist die Tatsache, dass Norwegen im Vergleich zu Deutschland, zu einigen anderen Ländern der Welt, man kann es auch ganz ehrlich einfach so sagen, es ist keine Leistungsgesellschaft hier. Ne? Es geht hier darum, ein schönes Leben zu haben, den meisten Menschen. Es geht nicht darum, etwas zu schaffen, etwas aufzubauen, etwas zu erreichen, reich zu werden. Darum geht's hier nicht. Zumindest macht es den Eindruck, dass sie fröhlicher sind, aber sie sind nicht permanent diesem Leistungsdruck, dem wir vielleicht in Deutschland ausgesetzt sind die Menschen hier nicht ausgesetzt. Das kann man auch ganz gut daran erkennen, wenn man das zum Beispiel mit Schweden vergleicht, wo es anders ist. Da gibt es große weltweite Unternehmen, ja, da gibt's IKEA zum Beispiel, Sony Ericsson, das sind schwedische Unternehmen, die nicht darauf basieren, dass Schweden irgendwelche Reichtümer hat oder irgendwelche Bodenschätze hat, sondern das sind wirklich Dinge, hat ein Schwede wirklich so aus dem Nichts geschaffen, ne? Ich meine, was ist IKEA? Ein Haufen Pressspan mit ganz viel Marketing und einem guten Konzept und Prozessgedanken. Ne? Aber dazu brauchte Schweden keine Bodenschätze. Und Deutschland hat wirklich Unternehmen bis zum Umfallen, ne? Die wirklich international agieren. Und wenn man sich dann mal überlegt, welche Unternehmen Norwegen so hat, die international agieren, da wird es ein bisschen dünn. Also, ich kenne keins. Wenn ihr eins kennt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich kenne keins, was allgemein bekannt wäre. Vielleicht gibt es Nischenprodukte, aber Norwegen lebt überwiegend von der Fischzucht, von der Lachszucht. Ne? Das ist natürlich auch hier den Ressourcen, die Ressourcen ermöglichen das überhaupt, ne? Mit der großen Küste und einfach idealen Bedingungen, um Fischzucht zu betreiben. Dann exportieren sie natürlich Gas und Öl. Das sind einfach Bodenschätze, die sie gefunden haben. Und sie exportieren Holz. Das soll jetzt nicht heißen, dass die Norweger irgendwie faul sind. Ja, vielleicht ein bisschen, manchmal. Ne? Aber man kann jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch wirklich richtig hart arbeitende Menschen natürlich hier. Aber so insgesamt merkt man einfach, dass das ganze Klima hier nicht so leistungsgetrieben ist. Ja, und man gibt sich auch einfach bei so zum Beispiel bei so Arbeiten am Haus, wenn man jetzt Handwerker beschäftigt oder wenn man einfach so beobachtet, wie andere Leute so ihre Dinge so bauen und machen, gibt man sich halt auch nicht so viel Mühe. Ne? Ich habe hier auf dem Bootsteg gerade nämlich ein ganz schönes Beispiel. Ich meine ganz ehrlich, was ist das? Hier sind Nägel. Also der Bootsteg ist hier befestigt mit Nägeln, die sind hier reingehauen und die sind einfach mal komplett krumm und schief. Die sind nicht in einer Linie. Und das ist wirklich typisch. Ich meine, das hält ja. Ist ja auch gut. Aber das würde ein Deutscher halt so nie machen. Na, ich zeige euch das mal. Da könnt ihr diese Linie da sehen. Oder eben nicht Linie. Na, also da, hier gehen die Nägel und dann gehen sie hier so einen Bogen. So, ne? Also das ist so typisch. Ist aber auch ist lustig. Ist lustig, das zu beobachten. Man darf ja einfach nicht alles so ernst nehmen. Oh, da ist ja meine Jacke habe ich da hingelegt. Das sieht aber nicht schön aus. Die nehme ich jetzt da mal weg. So, man darf das hier einfach alles nicht so ernst nehmen, ne, wie das ja oft so im Ausland ist. Es muss nicht alles perfekt sein. Es macht das Leben auch einfacher.
solange es hält. Punkt Nummer 9 ist, ich habe ja schon gesagt, dass die Norweger extrem entspannt sind und auch zurückhaltend sind. Und da ist vielleicht dann Punkt Nummer 9 gar nicht so überraschend, aber wenn man es nicht gesagt bekommt, dann rechnet man vielleicht nicht damit. Und zwar ist hier angeben und sich herauszustellen und auffällig zu sein, laut zu sein, all diese Eigenschaften sind hier extrem verpönt. Und wenn man sich so gibt, dann wird man sofort merken, dass die Norweger auf Abstand gehen und mit einem nichts zu tun haben wollen. Also so diese Art, zum Beispiel jetzt ist so sich selbst irgendwie zu positiv darzustellen und sich so herauszustellen, mit zum Beispiel so, ja, ich hab studiert, ich habe einen Doktor gemacht, ich bin Arzt und ich habe ein dickes Boot, ich habe ein schönes Haus auf Mallorca und ich habe es geschafft, ich habe ein Unternehmen mit 20.000 Mitarbeitern. Na gut, das ist jetzt totaler Schwachsinn, was ich hier von mir gebe, ja. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Wenn man einfach ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht Leute in eurem Bekanntenkreis, die so sind, die einfach jedem erzählen müssen, wie toll sie sind, was sie alles geschafft haben und warum sie der sind, der sie sind. Und das macht man hier nicht. Nee, das macht man hier nicht. Hier ist man bescheiden und wenn man was hat, wenn man jemand ist, dann hat das viel mehr Größe, wenn man das für sich behält. Und das kommt hier sehr negativ an. Ein bisschen Zurückhaltung ist hier angesagt und freundlich und höflich sein und dann ist man mit den Norwegern auf einer Wellenlänge. So, und dann kommt der letzte Punkt. Punkt Nummer 10. Und da bin ich jetzt letztens drauf gekommen, wir haben ein Schreiben, das war wirklich die größte Überraschung, muss ich sagen. Wir haben uns nämlich vorgestellt, wenn man in Norwegen lebt, dann ist es hier ist alles frei, hier ist die Natur, jeder kann tun und lassen, was er will. Alle sind ja in diesen unendlichen Weiten einfach frei. Und ja, das mag auch teilweise so sein, man kann hier einfach aufs Meer rausfahren und seine Fische angeln. Und man kann auch einfach in die Natur gehen und Beeren pflücken und überhaupt, man darf überall hin. Es gibt keine Grenzen, um sich hier zu bewegen. Aber das heißt nicht, dass man, sag ich mal, dass man hier so frei ist, dass das einen hier keiner kennt. Weil, man muss auch sagen, also Datenschutz zum Beispiel kennen die Norweger nicht. Norwegen ist nicht in der EU. Es gibt hier keine DSGVO. Oh, die Sonne, die blendet langsam ganz schön. Es gibt hier keine DSGVO. Hier liegen einfach alle Daten für jeden offen. So, wo du wohnst, wer du bist, vielleicht nicht, was du verdienst. Das soll wohl in Schweden angeblich so sein. Das ist hier nicht so. Aber ja, zum Beispiel wenn man hier gemeldet ist beim Gesundheitssystem, wird so eine Art Gesundheitsprotokoll geführt, wenn du beim Arzt warst. Und das kann jeder Arzt einsehen. Das heißt, du hast sozusagen so eine digitale Gesundheitsakte. Da würden, glaube ich, viele Deutsche extrem aufschreien, wenn es sowas gäbe. Aber hier ist das halt so. Hier gibt es eine Gesundheitsakte, da wird alles zu dir gespeichert und jeder Arzt guckt dann da rein, wenn du zum Arzt gehst. Dann waren wir jetzt neulich beim Arzt. Ja, mein Mann hat hier Schmerzen in den Handgelenken, in den Fingergelenken. Und dann sind wir zu so einem Privatarzt gegangen und der hat dann Blut abgenommen, hat gesagt, ja, ich kann leider keine Röntgenuntersuchung machen, weil wir kein Röntgengerät haben. Da würde ich dich dann vermutlich ins Krankenhaus schicken wollen. Die haben dort die richtigen Gerätschaften, aber ich kann dir Blut abnehmen. Und wir, ja, okay, alles klar, machen wir. Und dann haben wir jetzt die Blutuntersuchung zurückbekommen und die Ärztin hat uns dann gesagt, sie wird uns auch eine Überweisung eben ins Krankenhaus geben. Wir dachten, gut, dann kriegen wir eine Überweisung und dann schauen wir mal, wie das so organisatorisch läuft. So, es kam aber jetzt keine Überweisung, sondern es kam direkt ein Termin. Ja, also vom Krankenhaus kam einfach direkt per Post ein Termin und da hieß es so, das ist dein Termin um die und die Uhrzeit an dem und dem Tag und da musst du jetzt kommen. Und wir, oh, krass. Ja, ich war richtig überrascht, so, ich werde gar nicht gefragt, ob ich da kann. Ich meine, vielleicht
bin ich gerade im Urlaub oder ich wüsste auch gar nicht, wie ich diesen Termin jetzt verschieben soll oder was ich da machen kann. Gut, wir haben uns hier jetzt im Kalender eingetragen und wir nehmen diesen Termin jetzt wahr, aber ich fühle mich so ein bisschen entmündigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also insgesamt zum Gesundheitssystem auch in Norwegen kann man sagen, es ist jetzt nicht der Grund, warum man hierher auswandern sollte. Es ist jetzt nicht wirklich richtig miserabel. Ich denke, man kriegt hier seine Behandlungen, die man braucht. Aber es ist auch nicht wirklich besser als in Deutschland. Ja, es ist anders. Es ist bevormundender in vielen Bereichen. Zum Beispiel, wenn man, es gibt hier so das heißt Legevakt. Das ist so eine Notaufnahme, aber nicht im Krankenhaus, sondern die ist separat. Und wenn man dann irgendwie kein dauerhaftes Leiden hat, wo man dann zu seinem Allgemeinmediziner geht, sondern man hat einen Notfall, dann ruft man erst bei diesem Legevakt an und schildert dann einer Mitarbeiterin, was man hat. Und diese Mitarbeiterin entscheidet dann, ob man kommen darf oder nicht. Und dann schickt sie einen entweder zum Legevakt, ja, oder direkt ins Krankenhaus, je nachdem, was man hat. Oder sagt halt einfach, nee, bleib zu Hause, warte noch mal ein bisschen, bis du dich auskuriert hast. Oder geh zu deinem Allgemeinmediziner, das ist nicht so schlimm. Also man wird hier auf jeden Fall bevormundet. Ein bisschen, ne? Und man muss dann auch aufpassen, dass man denen dann, wenn man mit denen telefoniert, dass man denen das so ein bisschen, wenn man wirklich meint, man möchte jetzt wirklich dahin, dann muss man denen das halt so schildern, dass das auch ein bisschen, ja, ein bisschen notfallmäßig klingt. Sonst weisen die einen halt ab. Ich meine, es ist auf der einen Seite ja ganz cool, dass dann nicht jeder mit seinem Kind hinkommt, das irgendwie seit 3 Tagen eine verschnupfte Nase hat und dann die Krankenhäuser überfüllt sind. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich gewöhnungsbedürftig für mich gewesen, dass ich so bevormundet werde und dass ich auch zum Beispiel nicht alleine ins Krankenhaus gehen darf. Ne? Sondern man muss erst beim Legevakt anrufen, erst wenn die Legevaktfrau dir sagt, du sollst ins Krankenhaus gehen, erst dann kannst du auch ins Krankenhaus gehen. Ne? Du gehst da nicht einfach selbst hin, weil du meinst, du musst ins Krankenhaus. Die Legevakt-Mitarbeiter sagen dir, dass du ins Krankenhaus gehen kannst. Und ja, so ist das gesamte Gesundheitssystem hier. Wir selbst gehen zu privaten Ärzten. Die sind auch nicht so teuer, also eine Sprechstunde. Ich meine, wie oft muss man zum Arzt, ne? Ich nicht so oft. Eine Sprechstunde kostet hier jetzt in der Bergener Innenstadt 100 Euro. Und ich muss da eigentlich nie hin. Ne? Wirklich, und der Legevakt, also wenn man einen Notfall hat, der kostet, weiß nicht, 10 Euro oder sowas. Also wenn man wirklich richtig krank ist, dann kann man da auch hingehen. Und wenn man ein Kind hat, da weisen sie einen eigentlich nie ab. Ne? Also mit kleinen Kindern, da kann man da auch immer hingehen. Die Gesundheitsversorgung ist hier nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste. Ist okay. Zum Leben. Habe ich schon Schlimmeres erlebt. Okay, das war's mit meinen 10 Punkten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich werde das Video jetzt beenden, weil mich die Sonne auch langsam hier blendet. Es ist auch ganz schön warm geworden. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich riesig über jeden Abonnenten und jedes Like, das ihr da lasst. Und bis zum nächsten Video.